aller guten Dinge sind 3. Mal gucken, ob wir heute auch Titel Nummer 3 verspielen. Die Champions League, gut, das war klar gegen City, dass da realistischerweise nicht mehr viel geht. Dann die Meisterschaft, das war natürlich bitter. In Augsburg verloren, ausgerechnet 3-1. Leverkusen gewinnt und wird dann deutscher Meister. Wir sind aber Vizemeister, haben eine richtig gute Saison gespielt. Sehr, sehr gut sogar. Also ich meine, 2. Platz für Frankfurter Verhältnisse, das ist gefühlt wie eine deutsche Meisterschaft. Aber gut, ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt heute gegen Mainz. Wie gesagt, das Pokalfinale, das wird es auch nie so geben. Schon die Halbfinalkonstellation mit Augsburg, Mainz, mit Wolfsburg. Die, wie gesagt, die gibt es vielleicht so alle 10 Jahre. Aber ich will heute den Pokal. Wenigstens ein Titel. Also eine titellose Saison. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der FC Bayern. Das wäre schon rumjammern auf hohem Niveau. Aber es ist natürlich schade, wenn du so nah überall dran bist und so lange mit dabei bist, willst du natürlich auch irgendwas in der Hand haben. Ist doch klar. Dafür bist du Sportler, Fußballer. Sonst kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, aufhören und irgendwie Halmer spielen oder was weiß ich. No disrespect an Halmer, aber ist halt so. Ah gut, wir gucken mal. Und der Fahrplan, ich möchte schon mal so einen kleinen Ausblick geben dann für die nächste Saison. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Saison machen. Aber ich glaube, das wird dann auch die letzte sein mit Frankfurt. Ich glaube, da werde ich mir dann als Ziel vornehmen, dass ich da doch den deutschen Meistertitel anpeile. Je nachdem, wie ich die Mannschaft dann verstärke, aber nach der 3. Saison ist dann auf jeden Fall Schluss. Da werde ich dann keine weitere Frankfurt-Karriere machen. Ob ich dann nochmal mit einer anderen Mannschaft was mache, da stehen auch in den Sternen. Ich wollte ja auch die Sprint to Glories mal starten. Bin ich bislang auch noch nicht dazu gekommen, weil ich jetzt natürlich parallel auch die Hertha-Karriere sowie die Eintracht-Karriere mache. Ich glaube, die meisten haben sich dafür entschieden. Ist ja auch völlig okay. Achtung, Latte. So just by the way von Barkok. Und ihr habt ja die Entscheidung da gehabt. Und wenn die meisten halt dafür gestimmt haben, dann ist es so. Ne, dann werden wir uns der Mehrheit beugen. Da bin ich auf jeden Fall auch für. Ich hätte auch die ganzen anderen Sachen genommen. Aber wie gesagt, ich habe euch da die Entscheidung überlassen. Und ich hoffe trotzdem, dass die Leute, die nicht für die Mehrheit gestimmt haben, dass ihr trotzdem mit dabei bleibt. Weil ich finde auch, glaube ich, mit der Hertha kann man eine richtig coole Saison machen. Da werde ich aber auch nur eine Saison machen in der Bundesliga. Da mache ich dann auch nicht 2 weitere Saisons. Das werde ich dann aber, glaube ich, nochmal in der Hertha-Karriere sagen. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Ihr werdet ja auf jeden Fall hoffentlich da dranbleiben. So ist der Fahrplan und dann ist ja auch irgendwann schon EA FC 25 soweit. Dann findet da wieder die Abstimmung statt und so weiter und so fort. Also dann ist auch irgendwann F1, was rauskommt. Also das ist jetzt so der grobe Fahrplan für die nächsten Wochen, Monate. Also viel EA FC weiterhin. Das ist ja jetzt so mein Haupt-Content-Ding geworden. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile mitbekommen. Ab und zu gibt es vielleicht nochmal ein Video der etwas anderen Art. Weiß ich nicht. Aber momentan macht mir das hier eigentlich ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, meinen Abonnenten, euch Zuschauern, macht das auch ganz, ganz viel Spaß, hier zuzugucken. Und jetzt mal ein bisschen mehr Fokus hier aufs Pokalfinale. Eigentlich bislang sehr ausgeglichen. Mainz mit dem Kopfball an die Latte. Wir auch schon vorhin mit einem Schuss, aber Mainz sehr, sehr defensiv. Sehr, sehr defensiv. Die stehen mit 10, 11 Mann um den eigenen Strafraum herum. Da müssen wir dann auch mal versuchen, von Weitem irgendwas zu machen. Irgendwie mal drauf zu schießen, wie immer. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wie es geht. Vielleicht werde ich auch die Formation wieder verändern. Vielleicht mal eine komplett andere. Ich denke mal vielleicht so, ja, an den 4-1-2-1-2 oder ein 4-3-1-2. Oder wie gesagt, mal wieder zurück zur Dreierkette. Was jetzt bei uns wirklich nicht so gut funktioniert hat. Ja, oder 4-2-3-1 wieder. Aber irgendwas so in die Richtung. Werde ich mir dann mal überlegen. Jetzt kommt Kaldiolu aus Spitzenwinkel. Der muss auf jeden Fall an seinem Abschluss arbeiten. Und bei den anderen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die dann für eine Stärke bekommen. Gerade die mit hohem Potenzial. Wen verkaufen wir? Ja, Kalajdzic unter anderem, der ist ja nur geliehen. Van de Beek ist nur geliehen. Wir haben fast 90% Ballbesitz. Das ist auf jeden Fall nicht geliehen. Und jetzt die Chance. Ja, ist zu spät. Laufweg war okay, aber da muss der Ball einfach früher gespielt werden. Gut. Ansonsten läuft das Spiel aber so, wie ich das eigentlich erwartet habe. Und auch mir gewünscht hätte, wie es läuft. Kalajdzic, wieder Außenriss. Wir druckvoll. Mainz wartet auf Fehler, auf die Konter, aber selber machen sie viele Fehler. Und Orban und Haraldsson und jetzt rein damit. Und Zentner.
Ja, dann haben wir natürlich noch einen Götze auf der Bank, einen Ibimbe, der auch zurückkommt. Der war lange verletzt. Ein Shaibi, der wird auch nochmal einen Boost kriegen. Kalajdzic kriegt erstmal einen Boost. Und Meier. Schade, aber nicht der Alex. Der hätte es gemacht mit rechts. Aber Meier ist Linksfuß, der Meier. Shaibi ist natürlich auch jemand, der hat Potenzial bis 89. Habe ich auch in dem einen Talente-Video mit afrikanischen Spielern vorgestellt. Also von dem dürfen wir auch noch ein bisschen was erwarten. Der wird dann auch seinen Marktwert noch mal ein bisschen erhöhen. Da muss ich dann auch gucken, was ich mit Götze zum Beispiel mache. Der würde auch noch mal ein bisschen Geld machen. Miretti, Ugarte muss ich gucken. Auch in der Innenverteidigung. Also wir haben auch da wieder ein paar Baustellen. Ich möchte den Umbruch gar nicht so groß machen, aber ja, an diversen Stellen punktuell, wie ich das damals bei Dortmund gemacht habe, als wir dann Meister geworden sind, da habe ich ja dann in der Innenverteidigung mal ein bisschen geupgradet. Vorne Sturm im Mittelfeld. Ryan Kent unter anderem mit dazu geholt. Kvaratskhelia, der quasi alles in Grund und Boden geschossen hat. Genau so möchte ich das ja auch mit der Eintracht machen. Aber jetzt will ich erstmal diesen verdammten Pokal wieder nach Hause bringen. Und Orban. Ah, auch weit vorbei leider. Gucken wir nochmal. Winkel ist zwar spitz. Ja, kann auch anders machen, egal. So, bleibt es auf jeden Fall spannend. Verlängerung kann natürlich auch sein, warum nicht? Aber auf Verlängerung habe ich eigentlich keinen Bock. Und ich habe auch keinen Bock, dass die Leute sich immer in den Zweikämpfen so ausspielen lassen. Das hätte Kalajdzic auch anders lösen können. Vielleicht macht das jetzt anders. Orban. Und Haraldsson und Zentner. Schade, das sah so aus, als ob der hinten reinflutscht ins Tor. Aber dann war das nur die Animation von dem Regen, der hier runterprasselt ins Berliner Olympiastadion. Und steht erstmal 0-0. Ja, anfangs waren die Mainzer besser, jetzt 11:2 Schüsse, 77% Ballbesitz, haben wir ganz klar das Heft des Handelns in der Hand. Aber bislang bringt uns das noch nicht so viel, weil es 0-0 steht. Und die Mainzer kommen über Da Costa. Oh, überlässt für Kraus. Pacho ist da, aber ist natürlich hier mit Da Costa, mit Dominik Koa, wenn er spielt, mit Barkok. 3 ehemalige Frankfurter. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn gerade die uns hier auch die Chance auf den 3. Titel vermiesen würden, ey. Das wäre natürlich der Horror. Jetzt der Eckball, Achtung, Ealing Junior. Oh, Resté, den kannst du auch ein bisschen anders halten. Der war jetzt nicht so schwer. Die machen da immer eine Show draus, die Keeper. Das ist Wahnsinn. Aber gut, Gegenkonter. Über Kadiulu. Oh, Orban ist doch da völlig frei. Jawohl, nimm den Schwung mit. Aber so nicht. Nicht mit Schwung in den Gegner rein. Kraus, Achtung, Barkok. Pacho musste eigentlich dazwischen. Ja, sehr gut. Zieht durch. Und hat den Ball. Und der nächste Angriff. Wir haben ja Platz. Guck mal, Mainz mit der Dreierkette, die stehen auch wieder wie in der Liga. Ziemlich offen hinten. Orban, Van der Beek. Ja, warum nicht? Der darf auch gerne das Tor machen. Van der Beek, nächste Chance. Und jetzt ist er drin. 57. Minute. 1-0. Van der Beek, aus dem Mittelfeld, mit nach vorne. Soll er auch ruhig machen. Sollen die Sechser auch ruhig machen. Und dann bleibt er, anders als seine Vorgänger, ganz eiskalt ins lange Eck an Zentner vorbei. Und das ist doch mal ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Pokalsieg. Minute Nummer 58. Der Mann, der Holländer, der uns vielleicht auch verlassen wird. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, ob ich den behalte, ob ich da den mir fest verpflichte oder nochmal leihe. Da bin ich noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. Vielleicht findet ja unser Scout auch wieder so ein verstecktes Jugendtalent. Die müssen natürlich dann auch häufiger spielen. Was ist mit den Leihspielern? Die kommen natürlich dann auch zurück, ne? Die habe ich, glaube ich, verliehen, viele. Wie haben die sich entwickelt? Sind die vielleicht auch eine Option? Aber Van der Beek, ey, der hat mich offensichtlich gehört. Der wirft sich auch nochmal in jeden Zweikampf rein. Der tut nochmal alles für seine Vertragsverlängerung. Oh, jetzt müssen wir hier mal gucken. 4 gegen 4, wenn es schnell geht. Meier muss mit zurück.
Ist wieder da. Barkok, Tresoldi. Und Van de Beek dazwischen. So, und der nächste Angriff. Wir haben Platz. Vor allem unten Orban und über Mamouche. Gegen Coates, gegen Da Costa. Kommt keiner hinterher. Kalajdzic hinten läuft sich frei. Kommt nicht ran. Und Robin Koch auch eigentlich sehr, sehr solide mit Pacho hin. Das ist wirklich ein sehr gutes Verteidiger-Duo, die auch nochmal ein Upgrade kriegen, glaube ich. Die haben auch nochmal ein bisschen höheres Potenzial. Vor allem Pacho. Bei Robin Koch weiß ich das gar nicht. So hier aus dem Stegreif, was der so an Potenzial hat. Meier gegen Da Costa. Gut, der wird auch noch ein Upgrade kriegen. Mamouche bin ich auch mal gespannt. Wie gesagt, sehr, sehr viel Potenzial. Auch bei unseren Leuten in der zweiten Mannschaft. Ne? Amenda und Nagalo und Miller und Larsson. Also wir haben wirklich ganz viel. Ganz, ganz viel Tafelsilber. Was wir nicht unbedingt verkaufen müssen. So, momentan, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ne? Also der Schwung ist so ein bisschen raus. Vielleicht wird sich das aufgehoben für die letzten Minuten. Das macht Pacho da wieder vorne. Der muss hinten in die Verteidigung. In die Verteidigung. Und sobald das zweite Ding gefällt, ist das natürlich entschieden. Aber wir müssen es machen. Das ist halt unser Problem. Wir müssen das zweite Tor machen. Ansonsten kommt der Gegner. Chance für Barkok. Ich schleiche mich schon mal weg, wieder aus guten Gründen. Amiri kommt. Van de Beek, ja, und jetzt Haraldsson hat Platz gegen Barkok, der müsste schneller sein. Ah, da kostet das ja noch da, aber egal. Wir kriegen den Einwurf, Haraldsson, 10 Minuten noch. Oh, vorne, jetzt komm, die sind nicht sortiert. Wenn das jetzt schnell geht, dann kann das 2-0 werden. Orban, Flanke, komm, Kalajdzic. Oh, steigt nicht hoch, warum auch immer. Weißt du, tu wenigstens so, als würdest du versuchen, dass du rankommst. Wenn du da nicht rankommst, ist okay, aber so ist ja auch scheiße gewesen. Achtung. Ja, Pressingmaschine ist jetzt da. Zentner, der Ball geht nicht ins Aus. Was machen die denn da für einen Spielaufbau, ey? Schau mal, ganz, ganz wild und wir kommen halt auch nicht ran. Das ist halt auch wieder das Geile. Wir kassieren wahrscheinlich gleich den Ausgleich. Wir kommen halt einfach nicht ran. Bei dem Spielaufbau der Mainzer gerade. Aufgepasst, da ist Ajorg abgefälscht. Treste ist da. Nimmt schon mal so ein bisschen Zeit von der Uhr, oder? Ah, nee, komm, wenn wir jetzt die Chance haben, dann will ich auch das zweite Ding machen. Orban. Haraldsson, aber wir müssen es jetzt eigentlich nur noch ausspielen. Es sind noch 2 Minuten hier bis zum Pokalsieg. Sehr, sehr souverän, würde ich dann sagen. Wenn es denn dabei bleibt, von der Spielweise her. Aber Achtung, Amiri kommt nochmal. Amiri, und da ist Kraus und Reste. Der Rebound über Da Costa und das war's. Das war die letzte Chance. 1 Minute wird angezeigt. Wechsel ist nochmal da. Aber ich schieße jetzt den Ball ins Aus. Oder auch nicht. Jetzt gibt's doch mal den Eckball. Ich krieg die Krise. Ich habe nach unten gezielt. Ich wollte den ins Ausschießen, dass der Schiri das Spiel abpfeift. Und wenn wir jetzt den Ausgleich kassieren, das wäre so typisch. Und dann auch noch durch Zentner wahrscheinlich. Achtung, da kommt die Flanke. Da ist Amiri. Nein. Aus. Schluss und vorbei. Jetzt endgültig. Zumindest ein Titel. Warum sich die Mainzer da freuen, weiß ich nicht. Ist auch irgendein Anzeigebug. Auf jeden Fall haben wir einen Titel. Den DFB-Pokal. Ja, was auch sonst. Wenn es europäisch nicht klappt. Mit der Champions League dann immerhin national. Mit dem Pokal. Sehr, sehr glücklich. Gerade am Ende das Ding. Wie gesagt, das hätte auch schief gehen können. Egal. Aber warum Mainzer da in der Frankfurt-Fankurve sind, verstehe ich auch nicht. Ist irgendwo wieder ein Real Madrid-Banner? Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ist ja auch egal. Die Feierlichkeit nehmen wir hier mit. Van de Beek, Haraldsson. Zumindest ein Titel. Vielleicht werden es nächstes Jahr 2. Vielleicht holen wir das Triple. Je nachdem, welche Mannschaft wir haben. Aber jetzt darf Robin Koch erstmal den Pokal entgegennehmen. Und ihn hier virtuell in die Lüfte stemmen. Komm, Junge, jawohl. Hey, immer wieder schön. Schwarz-weißes Konfetti. Sehr schön. Guck, da, Mainzer Fans. Quasi ist, wie gesagt, irgendein Anzeigebug. Und die Frankfurt-Fans sitzen wahrscheinlich in der Mainzer Fankurve. Egal. Also immerhin Pokalsieger.
Meister sind wir ja leider nicht geworden. Champions League sind wir auch ausgeschieden. Aber dafür wird die nächste Saison, glaube ich, umso schöner. Ja, klar hier. Verdient auch am Ende. Von daher gar keine zwei Meinungen. Jetzt haben wir es also auch weiß auf grau, wie immer ihr es auch nennen wollt. Pokalsieger gegen Mainz, gegen Wolfsburg, gegen die Bayern zu Hause in Gladbach. Da war sogar Bouchard, das weiß ich noch. Bouchard, Jugendspieler, an so Spieler, die... Da erinnerst du dich. Und hier war noch so eine Qualifikationsrunde. Klar, aufgrund der wenigen Mannschaften, die mit dabei sind. Und dann war es das endgültig. Ich weiß nicht, die Feierlichkeiten, die werde ich leider überspringen müssen, weil da ist leider Copyright-Musik mit dabei. Da darf ich leider das hier nicht zeigen. Oder ich muss es halt rausschneiden dann am Ende. Ja, Rode auch wieder nicht gespielt. Ja, seine Spielzeit ist keine Priorität. Ich glaube, er wird trotzdem ein gutes Karriereende haben. Auch Timothy Chandler und Hasebe, die werden sich jetzt natürlich auch verabschieden. Die Mannschaft, die bleibt auf jeden Fall erstmal so zusammen. Ich werde einfach schauen, was sich machen lässt. Wir sehen uns wieder zum Start der 3. Saison. Dann vielleicht mit so einer kleinen Transfer-Update-Folge. Oder ich mache einfach Transfer. Oder ich mache es einfach schon so. Ihr könnt auch gerne Vorschläge weiterhin reinschreiben. Aber es wird halt jetzt schwer, weil die gerade jungen Leute, die man am Beginn der Karriere günstig bekommt, die sind natürlich jetzt stärker geworden. Die kosten mehr Geld. Vielleicht gibt es aber irgendwo wieder ein paar versteckte Talente. Ich werde mich überraschen lassen, wen ich verkaufe, wen auch nicht. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall in der 3. Saison mit dabei. Das wird dann, wie gesagt, die letzte werden. Ziel, denke ich mal, wird Deutscher Meister sein. Champions League weiß ich nicht, je nachdem, was wir für eine Truppe haben. Ja, und es hat mir Spaß gemacht. 2. Saison, immerhin ein Titel. Wir fangen langsam an. Und Saison 2 wären es dann vielleicht 2 Titel. Saison 3 natürlich, dann wären es 3 Titel. Macht's gut, danke für euren Support. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns wieder in der 3. Saison. Macht's gut. Ciao, ciao.